So, hallo ihr Lieben. Warum beginne ich jede Aufnahme mit so, hallo ihr Lieben? Das Das ist halt so. das ist so deutsch. Das ist so deutsch, was ich mache. Ja, also, hallo ihr Lieben, da sind wir zu einem neuen Video. Wir testen jetzt ein paar, also wir, das heißt Delis und ich, testen ein paar Demos, die wir vom Steamfest entdeckt haben oder gekriegt haben oder entdeckt haben oder irgendwas haben. Ja, und die Demo, mit der wir jetzt anfangen, die nennt sich, oh Gott, ich bin immer so ein bisschen retarded, Noirmore Academy. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen. Ich hatte dir die Woche schon mal davon erzählt, ganz stolz, oh, ich habe einen Key gekriegt und habe dann festgestellt, oh, es ist eine Demo. Ich erinnere mich. Ähm, Es ist ziemlich schwarz-weiß. Es ist wenig Farbe, wie man sieht. Wenig Farbe. Viel Ja, das schwarz-weiß. macht ja nichts. Ähm, Welcher Status gefällt dir besser? Performance oder Fidelity? Ich glaube Performance. Performance, okay. Wir können es ja jederzeit ändern, können auch mal in den anderen Modus reinschicken. Es kann sein, dass ich höchstens, wenn sie nochmal in die Einstellungen kommen. Ah, Settings, immer gut. Wegen Audio. Nein, das ist was anderes. Ich neige nämlich dazu, gerne mal ein bisschen das Audio runterzuschrauben, weil ich angeschrien werde, förmlich. Wie sieht der Sound bei dir aus? Alles gut. Alles gut, okay. So, ich hoffe, ich komme mit der Kamera einfach klar. Und die macht heute nicht mit mir dasselbe wie Dreamlight Valley. So, aber das Du sagst, sieht... es ist eine böse Kamera, das machen wir hier nicht. So. Und dann schlage ich vor, die haben übrigens einen Kickstarter, also den werde ich dann auch verlinken, den Kickstarter. Das war eine Bedingung für die Demo. Und die erfüllen wir natürlich, ne? Natürlich. Es ist nämlich die Kickstarter-Demo, die es auch auf Steam gibt. Gratis. Weißt du Bescheid. Noiramore Academy, one of Drakenspyre's most prestigious schools with over 500 years of storied history. The current headmaster, Julius Claiborne, is a former general who runs our school with military precision and discipline. Our wonderful planet of Noives is home to a great many talents in resonetic abilities, and Noiramore's teachers are uniquely qualified in instructing such essential subjects. But while we specialise in resonetic talents, our other subjects are not taught any less thoroughly, and every student is encouraged to explore their unique talents in our extracurricular programmes. Noiramore Academy guides our students to commit to their studies, keep sound minds, maintain their manners, and most importantly, behave in a manner befitting the reputation of our beloved institution. Extortion, Miss Hovern. Is that really what you're up to now? I wouldn't call it extortion, sir. I simply told the cafeteria cook that I would keep the existence of his pet vermin on the down low if he provided me with an extra brownie or two at lunchtime. It was mutual exchange that neither of us had issues with. Yes, Judith, that's extortion. Of course he had issues with it. Thank goodness I caught you in the act. Well, why am I the one sitting Man here kann in gucken, this wie office niedlich ihre when it's the Öhrchen sind cook und who's das keeping Schwänzchen vermin pets? in den Jahren. I've Vergoldet. already talked with Mr. Seabrook, Judith. Hey, ich muss It's sagen, dealt with. And more importantly, none of your ich business. finde die Graphics What gerade voll concerns stylisch. me is you. Das war sehr unique, sieht sehr cool aus. Sneaking around at night, Es erinnert mich an lying to Monster High. teachers, extorting staff. Also das alte Monster This High. is a decidedly concerning trend. Don't you want to be a good example for your sister? Indeed. It must be hard enough for her to be younger than her classmates. For the next Missy month, is you pissy. are not permitted to attend film club. Do you understand, Miss Hovern? But, sir, I won't be able to see any movies outside of that club. Hence why it's a punishment. Miss Nunatak will check that you aren't seen there. I'll make sure of it.
Judith, head back to class, please. Good old Seabrook didn't rat me out, it seems. Brownies weren't the only things I asked him for. Apparently, one of his old classmates from back in the day was really into puzzles. He set up some kind of secret puzzle in the history classroom years ago, and Seabrook never figured it out. Let's see if I can. Ich hatte jetzt erst erwartet, dass During the wir Onyx War, eine Schülerin various selber battles erstellen were oder fought so. in the Inked Wastes. Some were relegated to land, Okay, das habe ich nicht erwartet, weil others man sie halt in den underground in the Coverbildchen überall caverns, gesehen hat. and many on the Inked Sea. Our fiefdom, Dieses Drakenspire, Bambi-Hörnchen, das ist ja went head super to head goldig. against the fiefdom of Northburg in a horrid conflict spanning 4 years. It irrevocably changed our fiefdom forever. Miss Cabrera, no drawing in class. Can anyone here tell me why the Onyx War was instigated? Miss Landerhoof? Yes, ma'am. The Onyx War was started due to Northburg Rich spies bitch. sabotaging our resonatic ring production process. This Northburg resting took bitch advantage of face. this to sell their own rings in order to gain the kingdom's favor. A good Lehrerliebling. summation, Miss Landerhoof. Can anyone else tell me why it was the Inked Wastes that were chosen as the fateful battleground? The Inked Wastes is between the two fiefdoms. Plus, it was where we mined our ore for the rings. Excellent, Mr. Strumps. Noch so eine Now, Rich Bitch. what is it about the Inked Wastes that make it a particularly terrible place to fight a war? Oh mein Gott, das sieht ja auch goldig Miss aus, die Fledermaus. Aker? Oh, yes, Miss Grimsby. Well, the Inked Waste is a nasty, nasty place, full of hard creatures that will gobble Die you ganze Zeit up beim and Biopic suck mit den out all Color of your Keys ist auch blood. echt nice. Oh, and of course you can't forget to mention the Surge, which will suck you down into its deep depths and fill your lungs with tar. Its tendrils Sie ist der deep Creep. into your brain Alles until... klar, die finde ich That's gut. quite enough, Miss Aker. Oh, quite enough. Our unit this semester will be all about the Onyx War. Since it is the most recent major conflict in Drakenspire's history, we will be studying it in depth. Heißt, sie hatten nichts And anderes speaking Geschichtliches. of which, you may have heard tell that a new science teacher will be joining us this year to replace Mr. Mason. His name is Mr. Bagshaw, and he actually worked in the Research and Development Division of the Drakenspire Army. I'm sure he will have plenty to share with you that can enhance your education. Anyway, I am now giving you the rest of the period to work on the papers I assigned to you yesterday about the instigation of the war. If you have any questions, don't hesitate to ask me. Dismissed. The note Seabrook gave me says history classroom. Page number equals number of cave hounds times number of windows plus number of desks. Sie jetzt, ich muss zählen? Ich schätze schon. Alter Schwede. Okay. Seitennummern, was für ein Buch? Ich nehme an, es ist ein Geschichtsbuch, aber da sind eine Menge Geschichtsbücherarten dort. Ich würde mal sagen, der Onyx War? Guess I'll give the textbook shelf a look. Okay, ich spiele mit Controller, das heißt WASD tangiert mich so ein bisschen peripher. Aber ich finde es schön, dass sie schon optimiert haben für Controller. Ach, guck mal. Miss Fledermaus. Die ist so niedlich. Ich weiß nicht, warum sie ein Horn hat, aber sie ist sehr, sehr niedlich. Die haben alle Hörner, außer die Lehrerin. Die Bambis haben gerne, die Bambis haben ein Geweih. Sie ist doch sowas von einer Prinzessin, ey. Bambis? Wo hast du denn Bambis gesehen? Ich habe Bambis Ach gesehen. so, hier meinst du Bambi. Look at this. Ja.
Da ist noch ein Bambi, gucke. Ja, ich finde das sehr niedlich. Und hier ist noch ein kleines Steinböckchen. Ich muss sagen, ich mag den Artstyle sehr und es erinnert mich wirklich an die ganz alten Monster High Spiele. Oh, X muss ich drücken. These were all recently published. Seabrook's friend went to school before the war, so I doubt any of these would work. I should ask the book sprites for help. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die Herstellung des Spiels ist schon übelst lange und hat sicherlich eine Menge Geld gekostet. Das beurteile ich jetzt einfach mal aufgrund der Sprecher. A model of one of the submarines used in the war. They were gradually phased out after the monsters in the Inked Sea were mutated by psi bombs and destroyed subs on sight. Ich glaube deswegen der Kickstarter, einfach um die Sprecher zu bezahlen. Bist du so ein... Before I ask them, I should figure out what page number I'm looking for. Das weiß ich doch nicht. That doesn't sound right. Warte mal. Ach, die Zahl ist die der Cave-Hounds, der Fenster und der Schüler. Alter, jetzt dürfen wir zählen. Was sind Cave-Hounds? Sind das die Hunde da hinten? Also der Hund? Guck mal, noch ein Bambi. Ein arrogantes Bambi. Ein Seefahrer-Bambi. Also 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Und das haben wir 5 mal. Also 6 mal 5 sind 25. Ich blamier mich jetzt, wenn ich falsch rechne. Warte, 6 mal 5 sind doch nicht 25. Waren doch 35, oder? 6 mal 5 sind 30. Ach, verdammt. Das Mathe ist nicht stark in mir. Nein, mir auch nicht. Also es müssten jetzt rein theoretisch 30 Tische sein. A statue of a cave hound. They don't have eyes, since they live in deep caves, and hunt using echolocation. Additionally, they are very good boys. Okay, also wir haben schon mal den einen großen Cave-Hound. Da ist die Frage, steht hier sonst noch irgendwo ein Cave-Hound? Oder meinen Sie jetzt nur die Statue? Ich glaube, Sie meinen die Statue, das muss ja irgendwas sein, was stationär und fix ist. Naja, da hinten auf dem Bild sehe ich halt auch einen Cave-Hound, weißt du? Hier. Okay. Deswegen... Also ich würde sagen, Sie meinen die Statue. Guck zur Sicherheit, ob es nicht hier doch noch irgendwo ein Cave-Hound verstecken. Nip. Kein Cave-Hound. Und was war das letzte? Fenster, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe 13 gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja. So, also wir haben 13. Oh, 13 mal 1 plus Schüler. Also haben wir insgesamt Seite 43. Ich versuch's mal. Schauen wir mal nach. Before I ask them, that doesn't sound right. Was?
Aber das war doch K-Found mal Fenster. Also, wenn wir die eine Statue sehen, einmal 13, ne? Oder habe ich mich bei den Fenstern verzählt? 7 plus 6 sind 13, oder? Hm. Da steht halt K-Found. Na ja, gut, K-Founds. Ist hier vielleicht doch noch ein K-Found, den wir... Das ist kein K-Found, okay. Ha. Vielleicht ist ja doch der K-Found auf dem Bild gemeint. Oder was Zähl ihn mal meinst mit, guck, was passiert. warte mal, 2 mal 13 sind 26. 26, 26 plus 30 sind 56. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig Mathe gemacht. Ja? Before I... That doesn't sound right. Das wird doch erst mal genommen, oder? Ja, es wird erst multipliziert, dann addiert. K-Founds mal Fenster plus Schüler. Haben wir uns bei den Schülertischen verzählt? Ich bin jetzt total paranoid. Ich nehme jetzt einen Taschenrechner. Manu. Es sind 30. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Good old number 2. Haben wir vielleicht noch irgendwas übersehen? Vielleicht waren die Klassen früher kleiner? Lydia Cabrera. Artist and big-time sports fan. She mostly likes paint, but I've seen her make art pieces out of anything she can get her hands on. Both she and I don't get along with the teachers too well, but she has the advantage of being an artist. After all, it's hard to stay too mad at the girl who will draw the school holiday card designs for free. I've known her since last year. Sie muss echt ein spannendes Schulleben haben. Scheint, als wenn jemand eine Zahl auf das Zeitungspapier geschrieben hat. Ich frage mich, für was. Vielleicht gehe ich das jetzt auch einfach gerade zu einfach an und denke mir so, oh ja, so einfach wird das gehen. A Corvinstone crystal tree. They say that every king or queen is buried under one once they croak. I wonder if a royal is buried under this tree. The king of class clowns, perhaps. Zählen diese großen Tische auch als Schülertische? Die hier? Eigentlich, das ist ein Pult.
Und der Lehrertisch sollte ja auch nicht zählen, oder? Nee, eigentlich nicht. Also das heißt, wir haben 30 Tische, 13 Fenster und eine Figur hier. These are crystals, whose vibrations prevent anyone in the classroom from using telepathy. To prevent cheating, I gather. I heard that one time, an upperclassman secretly switched them out for fakes before a big test. Clever. Das ist ein altes Kriegsstrategenbrett. Hint? Oh, kann ich die Figuren bewegen? Kann ich. Aber ich glaube, da fehlt uns noch was. Katze, wonach hast du geschlagen? Wonach habe ich geschlagen? Moment, ich brauche Licht. Katze, wonach hast du geschlagen? Nach unserer Lösung? Ich glaube nicht. Okay. Fashion about 500 years out of date. Who thought those pants were a good idea? Shakespeare. Hunting arrows. Before more modern killing innovations, most people use their powers to shoot these things through the air. Bigger ones for hunting, smaller ones for more ethically dubious purposes. Die ist so schön zynisch, ich mag das. A diorama of a Fühlt typical man ein crystal bisschen, ne? farm from 500 years ago. It's considered good, honest work. But if being honest means no money and a lack of indoor plumbing, I think I'll keep my tongue white with at least a few lies. Ich mag ja, dass das An so old ein plate depicting Queen Click Point Florentia. ist. I don't know why any royal would want food smeared all over an image of their face, though. Oh, come on, Judith. They're obviously decorative. Think. A sword, used by one of Corveth's knights. I don't know why it isn't behind glass. Grimsby has more faith in her students than I do, I guess. Irgendwie möchte ich schon gerne mit ihr das ganze Schuljahr spielen, oder? Also so wirklich von Anfang an nicht so mitten reingeworfen werden. Ich meine, es ist eine Demo. Wieso, wenn du das ganze Schuljahr hast, dann hast du halt einfach auch relativ viel Füller, das ist nicht so spannend. Hm. Nein, wir wollen den Zynismus gebündelt. Ah, da ist eine Lücke zwischen den Signalblock-Kristallfeldern hier. Ich kann sie in neue Station stellen? Ich frage mich, was da drauf ist. Ach, das sind Signale? Nur Statik. Ah. Das ist aber auch komisch. Ich sehe ja hier nichts, ne? Aber ich kann hier irgendwas umstellen. Lul. Oh, da waren wir schon. A knight's helm. Some helmets try to offer protection for the horn, but that ends up blocking waves needed for combat. Besides, most healthy horns have natural current barriers that work almost as well as armor anyway. Irgendwie... Weiter bringt es mich jetzt nicht, dass ich mich jetzt einmal umgeguckt habe, so einigermaßen, ne? Jetzt halt die Frage. Judith, hey, have you finished the paper yet? Naturally. Ha! Well, I'm just a tad worried about getting it done on time. Especially because I'm just not getting it. Mrs. Grimsby's teaching style is, well... atrocious. I was going to choose a kinder word, like peculiar? That's the meanest thing I've ever heard coming out of your mouth. Well, it's hard for her to teach about a war when she gets queasy over just mentioning death or blood. She's definitely skipping out on some important stuff. Can you summarize the cause of the war a
bit more clearly for me? Okay. All right. Don't tell me I never did anything for you. The fiefdoms of Northberg and Sie macht das ja Drakenspire wirklich. have been at odds for hundreds of years, ever since they were first established by brothers with bad blood between them. Our fiefdom of Drakenspire was known for the production of excellent resonetic augmentation rings. This was due to the high-quality ore mined from our territory in the Inked Wastes. These rings rose our standing with the king, drawing the jealousy of Northberg. 25 years ago, however, many rings were found to be dangerously faulty, to the point that some who used them lost their resonetic talents altogether. A misinformation campaign was launched that said it was due to Baron Leoric of Drakenspire pursuing cheaper mining in areas with ore tainted by the Surge. Royal investigations were launched. In the meantime, Baron Neirath of Northberg offered to sell his own rings and provide medical assistance to the affected fiefdoms. The king began to favour Neirath and granted him the right to mine in the Inked Wastes. Soon, however, the king's spies revealed the truth. A double agent, supposedly working for Drakenspire, had manipulated documents to direct miners to the tainted areas, making it look like Baron Leoric had ordered it. Once the truth was revealed, tensions between the fiefdoms skyrocketed. Leoric, furious, mobilized his troops and marched upon the Inked Wastes, intent on taking his mines back. Neirath sent out troops in response, declaring that he still had legal right to the land. A battle began. The initial conflict was very bloody, very quickly, since Drakenspire's citizenry were incensed at Neirath's actions. The fervour of combat led to some of the Northberg miners to be killed in the fray. Since they were civilians, Northberg's soldiers fought back with a similar anger. Meanwhile, the king was mad with Leoric for engaging Neirath, since the investigation was not closed, and he'd bypassed royal authority by sending out troops. As such, the king did not take sides, leading the fiefdoms to engage in combat exclusively with the other, as other fiefdoms were not permitted to become involved. Immer wenn Könige was The tun. war lasted for 4 years and was fought almost entirely in the Inked Wastes. The area was already known for its strange, twisted evils, horrid beasts and the infection of the Surge on the land. Brutal bloodshed and new types of resonetic weaponry only twisted the place further. One can only be glad we were born after it was all over, eh? Hey, das ist doch wieder dieser britische Akzent, oder? I think I'm getting it a bit more now. Thanks, Judith. No problem. You mentioned resonetic weapons affecting the land. Did those help or hurt the Surge? Oh, and what happened to Lord Neirath after the war? This whole unit is going to be about the war. You'll learn that stuff soon enough. And if you don't get it, I'll drill it into your skull, knucklehead. Ha ha. Thanks. Charming. What are you doing? Sketching the window. I've always liked it. I want to build stained glass windows in my church one day. Your church? Don't you mean your dad's church? I used to want to take over for my dad, but now I've been thinking of building a church of my own, once I go through seminary college. Already got your life planned out for yourself, huh? You're only 13, Deacon. Lighten up a little. Don't you have any dreams for yourself when you're older? You're not going to be exploring the school and frustrating the teachers forever. I mean, technically, I could keep doing both of those things if I became a teacher myself. You? Dreaming to be a teacher? Doubtful. You got me. Though, I'd say my current hobbies would lead to a mean career in detective work, no? That sounds more like you. Detective Huthern has a nice ring to it. I can already imagine it. Printed on the frosted glass door of my one-room office in the city that never sleeps. Okay. Ich habe jetzt gedacht, jetzt gibt er vielleicht Tipps zu den Fenstern hier. Ah.
Any plans for the treehouse? Yeah, I've got a few sketches I'm working on. I don't know how I'm going to get enough wood or nails to finish my plans though. We could take apart the door on Glitter's stable. Or we could dig up her grave and use the coffin. She's an animal made out of stone. She doesn't really need a coffin anyway. Judith. Alright, alright. If I come across any, I'll make sure not to tell you where I sourced it from. Okay. Also ich merke, das ist wirklich so eine Demo zwischendrin geführt? Oder wie siehst du das? Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich der Start ist, dass man einfach so mitten reingeworfen wird. Okay. Nightclaw Judith, I need your help. With what? Well, my wings are that of a warrior. They are strong and my claws are sharp. All good traits of a warrior bats. However, well, sometimes I can wield them a little clumsily. And, I ripped a small hole when I was swooping past this dress. Oh, Gina, this dress is 500 years old. Jetzt höre ich auf das I Radio. know. If Grinsby sees, I might get kicked out of the school. But I've built my roost here. I can't get kicked out. As a fellow member of the Nightclaw clan, I am formally asking for your assistance, Judith. It looks like the dress uses a particular stitch here. I don't know how to copy it well enough to pass Grimsby's inspection. Squeak, squeak, squeak! Oh, I'm sorry. That was a curse word in bat language. I need to watch my tongue. I'll try to find someone who could help. This sounds like something Becky would know. Thanks, Nightclaw Judith. You are a valuable member of the clan. Okay. Ja, aber das Radio habe ich jetzt so sehr deutlich gehört von hier. Also, da, irgendwo. Ich habe es auch jetzt hier gehört gehabt. Hoi. Ah, guck mal, eine Karte. Wer ist denn Betty? Ist das Miss, Miss, ich bin besser als ihr alle? Die da? Becky. Nicholas. What do you want? Nothing. Can't a friend just greet a friend without coming across as needy? Huh, friend. Right. Leave us alone. Nicholas, I need to talk to Becky. Why should she help you with anything? I don't need help. This is for Gina, not me. She accidentally tore a hole in the dress over there, and I'm gonna stitch it for her, but I don't know how to do those fancy old ones. Again, this isn't for me, it's for Gina. You know she's too shy to ask people outside her clan. Yeah, that's true. Becky? For Gina. Here. I studied that dress a while ago. What seam was torn? Looked like the part with the lace at the bottom. Easy enough fix as long as the lace wasn't too frayed. Use the stitch in this book on page 27. Give Gina my regards. Okay, wir haben jetzt mal ein Item erhalten. Okay, wir sollen jetzt das Kleid wahrscheinlich Kicken. Mhm. Mal gucken. Wir müssen mit ihr reden. Nightclaw Judith, how might I assist? Sieht nicht so aus. Nee. Steuerung hier ist ein bisschen crabby. Das lässt sich echt beschissen steuern, wenn ich ehrlich bin.
aber so richtig hart bescheuert. Ich denke mal, das wird im Finalen vielleicht besser werden. Es gibt aber auch nichts, was ich mit dem Buch interagieren kann. Also, was war denn das jetzt? Ich habe jetzt irgendwas mit dem Buch gemacht und plötzlich war Sense. Es war, als wenn es jetzt hier gerade einen Bug gab. Hast du die Technik gelernt von der entsprechenden Seite? Hm. Oh. Ich kann das Kleid auch nicht ansprechen irgendwie. Oder brauche ich vielleicht noch irgendwas zum Nähen? Ich meine, ich habe ja bisher nur das... Oh, die hat mir doch ein Sewing-Kit gegeben. Die hatte mir doch ein Sewing-Kit gegeben, oder? Leave us alone. Oh, ist ja gut. Ich dachte, die hat mir ein Sewing-Kit gegeben. Na gut, dann halt nicht. Mann, Mann, Mann. Aber mich würde in... Oh, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Warte. Oh, vielleicht... Gina, look what I've got. Nightclaw Judith, what is it? I've got a guide on how to make that stitch to repair the dress, and a needle and thread. By the great bat's wings! Thank you. Can you help me repair it? I'm afraid my claws would only tear it more. Sure. Watch this. Oh gosh. Ich hoffe, das ist jetzt gut für Controller ausgelegt. Welchen muss ich denn jetzt nehmen? Den hier? Oh boy. Würde einen zweiten Nee, warte, Tank ich muss den hier unten nehmen. auf der Route mehrere Tankstops einrichten. Warte. Der reagiert auf den da unten irgendwie nicht. Punkt Ob ist, das richtig ist? du kannst ihn halt nur an einer Stelle stehen lassen, ne? Das heißt, wenn wir ihn jetzt an den Flugplatz stellen, dann hilft der halt nicht, wenn wir irgendwo anders keinen Sprit mehr haben. Ich bin ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich bin. Ja, mit dem bin ich gerade auch unterwegs. So. Und... Ah. Und jetzt? Ja. Muss ich das jetzt mehrfach machen? Das Problem bei diesen starken Fahrzeugen ist halt, die glatten Stellen. Es ist schön, wie ich einfach Tim hinter dir höre. Einfache Straße ab. Ich dachte, ich wäre gemutet, weil ich mich zwischendurch auch mal mute. Oh, warte, ich habe das falsch gemacht. Warte. Ich habe den falsch gemacht. Warte. Der hier hin. Dann muss der... Einfach nochmal von vorne. So, also hier. Hier. Nee, warte mal. Ich muss gleich hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Dahin. Und dahin. Hallo? Hallo? Muss ich das jetzt vielleicht bei allen machen? Einfach so? Dass ich dann jetzt hier wieder den mache? Oh, ich vermute fast. Ich vermute Sinn machen, ne? Ja, würde sehr viel Sinn machen. Dass wir das ganze Dress jetzt einfach fertig dressen. Aber finde ich irgendwie cool. Das ist so etwas, das kann ich. Anleitung folgen.
Wobei, wir haben eben gerade gesehen, dass ich das doch nicht kann. Mathe können wir nicht, das haben wir schon sehr klar bewiesen. Mathe können wir nicht, das ist richtig. So, und jetzt? There you go, all repaired. Grimsby shouldn't know the difference. Thank you once again for your help, Nightclaw Judith. May the great Bat, leader of our clan, bless you this day. And may your catch of rodents always be juicy. Here, take a lunch coin. Thanks, Gina. Ja, willst du eine Lunchcoin? Scheinbar nicht. Oh boy. Wir hatten doch diesen Artikel mit... Hier ist doch eine Nummer drauf gekritzelt, ne? 638. 638. Vielleicht fürs Radio hier hinten? Ah, es geht nicht so weit, okay. Warum erscheint jetzt hier das Buch? Hey Jay, what's the damage? Banned from film club for a while. Bummer. We just got a copy of Murder in the Depths too. You did? Yep. Hopefully they won't return it to town before you see it. Almost makes me regret being such a delinquent. Sie ist auch noch stolz drauf. Ja, wir müssen irgendwas wahrscheinlich mit dem Pencil machen. Was lässt sich hier keiner ansprechen? Sind alle sehr vertieft in ihre Studies. Also kein Bock. Weißt du, was mir auffällt? Hier unten die Hufe. Findest du die nicht auch seltsam? Also wir haben hier die Hufe. Ja. Wir haben hier die Hufe. Hier hinten. Da hinten. Ich glaube hier vorne auch. Ist so erstmal das Erste, was mir auffällt. Sonst haben wir ja jetzt hier niemanden, mit dem wir reden könnten, außer mit unseren Buddies. Aber das bringt uns ja jetzt auch nicht weiter wegen der Buchseite. Ha. Einmal 13 ist 13, oder? Einmal 13 ist immer noch 13, ja. Ja, immer noch? Plus 30 sind noch 43. Oder? Before Und trotzdem scheint irgendwas zu fehlen. Und warum schleppt sie jetzt auf einmal ständig das Buch rum? Sollte ich vielleicht das Buch wieder zurückgeben? Nein, sollte ich nicht. Und wir haben ja auch noch dieses Rätsel hier, ne? Stimmt. Oh. Das ist so ein schönes Spiel, da kann ich mich im Stream richtig hart auf die Fresse legen. Die Leute werden alle sagen, ich bin dumm, wenn ich das spiele. Aber wir haben doch nur diesen einen Cave. Und ich sehe immer wieder diese Talk-Option. Oder habe ich hier irgendein Fenster übersehen? Also wir haben doch hier die 7, ne? Und hier sind 6. Da 2, da 2, da 2 sind 6. Ich sehe halt sonst auch keine anderen Fenster.
Und K-Founds. Ach, warte mal, da guck mal, da ist noch ein dritter K-Found. Und ein vierter. Warte. Das sind auch, warte, das sind, wenn ich das richtig sehe, 1, 2, 3. Und da hinten ist der vierte. Also 4 mal 13 sind 42? Nee, 52? Das kann ich hinhauen. Och, Eri. Denkst du dir gerade, was macht Eri da? Ich meine, Mathe ist echt Mich nicht... hast du mich durcheinander gebracht, ich weiß es jetzt auch schon nicht mehr. 52. 4 mal 13 sind 52. So, plus 30 sind wir bei 82. Na, mal gucken, ob Seite 82 stimmt. Bingo. Oh! Hello, little guy. I need to find a pre-war history textbook. Maybe from around the 2190s? War einfach wirklich das verdammte Bild. Thanks. Without further ado... Huh. Interesting. A battle that took place way before the Onyx War, but it still involved Drakenspire and Northburg. Ist das jetzt vielleicht für da hinten? Ich glaube schon, ne? Hm. This has got to be related to the textbook, but this scene shows a different battle. Though looking closer at the paint, it seems like this table has been used for years and was painted over whenever a new scene was needed. Platoon... company? Ugh. I don't know how many soldiers those are. Maybe I'll have to ask someone for help. Okay. Ach, guck mal hier auf dem Buch, hm? Aber erstmal müssen wir Informationen finden. Vielleicht mit der Lehrerin reden? Oh, Miss Hoven, is your paper done? You're scampering about as if it were. Yes, miss. I put it on your desk yesterday. Oh, yes, of course. Carry on. Unless you have any questions about future assignments? So, I guess we're in the Onyx War unit now, huh? How long will we be studying it? Till the end of the semester. It's an incredibly important part of our recent history that affected many aspects of our current-day lives and politics. You have a good head for these topics, so I trust you will do well with it. Sie klingt nicht begeistert. Please, do not include any Vielleicht gute battlefield Gründe. photos in your presentations again. You know, I haven't the stomach for it. Aha. Of course, miss. I may not be able to get away with it anymore, but other students will be doing that now. She pays less attention to the actual quality of the presentation, since she's too distracted by her disgust. And after all, she can't very well dock points for accurate visual reporting or historical fact. Do you know how many soldiers are in a platoon?
Or a company? I'm afraid that's not the kind of thing I know off the top of my head. I can look that up tonight and tell you tomorrow. Nah, don't bother. All right then. Go back to work, please. Okay, also Lehrerin ist so hilfreich wie ein Toastbrot. Okay. Have you finished your paper? No, I'm a visual artist. Words bore me. Do you want some help or something? It'll all go over my horns anyway. Don't bother. I'll listen to a recording or something about the war later. Naja. Sie ist eine fleißige Schülerin. Oh. Ja, als ob. Lady Judith! Greetings! She's such a Hello, princess. Sol. Might I ask if the film club will have the honor of your presence today? We are watching Murder in the Depths, a delightful horror reel that combines Fellmorian and Noivesan directing technique. Additionally, I heard tell that real skeletons were used to depict the bodies of the murder victims. Oh, please refrain from informing any school staff of this fact. I do not wish to get into detention again for my interests. I'm sorry, I just got into trouble with the headmaster. Can't join in film club for a while. Oh, really? I'm simply crestfallen to hear such a thing. I do hope you may join us soon. A new batch of my skull-shaped cookies will be awaiting your arrival. Oh. Deathly delicious, as you always say. Indeed, I do. Ich mag sie. What's going on with the reenactment club? Becky still won't talk to me. Oh, are you planning on rejoining? Because, to be entirely honest, Lady Judith, I do not believe you will be allowed. Wir haben so viel verpasst, habe ich das Gefühl. About what you're all up to. I see. Well, our next grand reenactment is happening in a few days' time. It will be one of our biggest yet, covering the land and sea battle of Westlane on the 25th anniversary of the Onyx War's beginning. Oh yeah, Grimsby mentioned that. And I think she said that non-club students are encouraged to join, since it's so big and educational or something. I know I can't become a club member, but I could probably help out a bit in this one, right? Lady Judith, you know that I cannot approve you or not. You would have to talk with Becky. Have you apologized to her yet? No. Why should I have to? She was the one who started everything. Are you sure her slights against you were reality rather than simply perceived? I know what I saw. I can read people. Not all books are of the same language. Other languages exist, and one person cannot know all of them. As a person who holds precious friendships with the both of you, this continued feud hurts my heart. Pray, consider taking the first step to end it. Ja. Okay, also ich glaube, wir müssen schon wieder zu Becky, oder? Ich glaube auch. Leave us alone. Nicholas, I need to ask you something about the military. Huh. Becky, did you hear something? You know, I am feeling pretty darn hungry today. Maybe, just maybe, if I had an extra lunch token, my ears would clear up. Oh, dafür haben wir die Münze gekriegt. Ich glaube, mein Controller funktioniert nicht mehr richtig. Here's a lunch token. Now spill your guts, war geek. Bribing me, I see. Fine. What's your question? I need to know how many soldiers are in a patrol
a platoon, and a company? Basic question, hardly worth a lunch token, but I'll take it anyway. In Drakenspire, the average is 20 men per patrol, 40 men per platoon, and 140 per company. Guess the reenactment club can teach useful things sometimes. Rich. Real rich. Buzz off. Alter, war das so gut, ihn zu dissen. Er war doch echt nett, abgesehen davon, dass wir ihn bestechen sollten. Warte ab, später brauchen wir den nochmal und dann wird er sagen, hey, hör mal. So. Was mache ich jetzt? Ich weiß doch nicht, was mit Base und so gemeint ist. Also mit Base weiß ich schon, was gemeint ist, aber... Warte, steht meinem Text nach. Oh ja, richtig. Ich sollte vielleicht mal den Text lesen. Their base, which had 3 barracks, was in the river peninsula. The company resided there. One platoon guarded the beach just to the northeast. As for Drakenspire, there was a company in the far northeast, but not in the river. Additional, there was a platoon and a base on top of the mountain and 3 platoons at the western base of the mountain. Die Sache ist, wie zählen denn jetzt diese... Es ist noch ziemlich buggy. Also es ist sehr buggy, würde ich mal sagen. Gerade macht es mir ein bisschen Probleme. Weil ich... Jetzt kann ich es frei bewegen. Was bist du denn? Also wir wissen, das ist die Base, ne? So dieses Fähnchen. Anhänger ist lang. Die Frage ist, wer davon sind die Patrouillen? Kann ich die auch einfach... Meine Patrouille ist ein so ein Männchen, es sind 20 Leute. Aber kann ich die auch wegnehmen? Naja, du brauchst nämlich alle, weil du für Platoon und Company die mehrere Männchen zusammenstellen musst. Okay, wir haben 3 Baracken. Das ist ja schon mal richtig, hier die 3 Baracken, ne? Wir haben die Base. Ein Platoon guarded the beach. Also müssten wir jetzt so 2 hier hinstellen. Ich verstehe das nicht. Ich bin ehrlich, ich verstehe dieses Rätsel nicht. Ich verstehe das gerade wirklich nicht. Gehen wir mal Stück für Stück durch. 2 Patrouillen müssen ganz in den Westen. Also ganz nach links. Also hier hin. Genau, 2 Stück. Und eine ganz im Osten des nördlichen Canyons. Was? Was?
Ganz im Osten? Also hier. Das ist Norden. Oh. Achso, aber hier sind doch schon welche am Strand. Aber was zählt denn hier als Strand? Vielleicht müssen wir mal abgleichen, wo auf der Karte wir gerade überhaupt sind. Ich glaube, du kannst das Feld noch... Wir müssen ja gucken. Es steht, dass die Basis auf einer Insel ist. Und dass die anderen in den Bergen sind. Also vermutlich sind das verschiedene Orte. So, sie hat ja gesagt, es wurde hier übermalt. Deswegen kann ich mich hier drauf ja gar nicht verlassen und habe dann hier unten die Karte. Ja. Okay, okay. Also der hier ist im Osten, also hier. So. Wir hatten eine Patrouille am Osten des nördlichen Canyons. Also müsste das doch dann hier sein ungefähr? Genau. So. Dann haben wir 3 Baracken auf der Insel. Warte, vorher. Two North Bergen patrols to the far west. Also hier der passt schon mal. Im weiten Westen. Ich weiß nicht, ob das hier passt. Ja. Ja. Eine, die nördlich des Canyons im Osten ist. Ihre Basis. Welche 3 Baracken? War am River Pensinulia. Das ist eine Insel. Auf der Insel im Fluss. Die Peninsula ist die Insel. Also meinst du die hier? Ist das die Insel? Ich denke ja. Also muss ich die Baracken hier irgendwie umräumen? Oh ja, geht. Wir machen es richtig. So. Ein Platoon, das sind 40 Leute, also 2 Männchen. Bewachten den Strand. Genau. Aber was davon ist hier der Strand? Ist das Graue hier? Der Strand zum Nordosten hoch. Also hier so die Richtung? Oder? Warte, wir müssen ja auch noch die... Das wäre jetzt im Nordwesten. Das Osten wäre tatsächlich wieder an dem Hauptgebiet, nicht an der Insel. Warte. Hier die Basis. Oh. Ist echt tricky. Nordosten müsste aber da sein, wo das einzelne blaue Männchen jetzt gerade steht. Das hier? Genau. Aber das ist doch hier das einzelne westlich? Das ist westlich von was? Das ist super weit östlich. Irgendwas war doch mit diesen Menschen, wo ich doch gesagt habe, oh ja, stimmt, das ist ja alles übermalt. Östlich des Canyons steht einer, aber das ist der, was da links steht. Ja. Wir haben einen östlich des Canyons. 2 im Westen. Das sind die ganz links. Dann haben wir jetzt die Basis mit den 3 Baracken auf der Insel. Und zu den Baracken kommt noch eine Company. Also nochmal 140 Leute. Das sind 7 Männchen. Also direkt zu den Zelten.
Nouns. So, jetzt müssen wir ja noch die One roten. Platoon, das sind zwei blaue Männchen, sind halt an dem Strand zum Nordosten. Das sollte ja der hier sein. Genau, das müssten die beiden sein. Jetzt müssen wir noch die roten. Was Dragonspire angeht, gab es eine Kompanie in weiten Nordosten, aber nicht auf dem River. Aber das wäre doch dann hier. Da oben die Ecke, ja. Eine Kompanie waren 7, ne? Jupp. Mal gucken, ob ich die hier reingestopft krieg. Kann auch sein, dass sie das Hauptland meinen, dann müssen wir es gleich mal umsetzen, aber ich glaube, das könnte das sein. Ich hoffe. Ein Platoon und die Base. Top of the Mountain. Ich glaube ja eigentlich fast, das ist der Bereich, wo die Roten waren. Weil das Aber wenn das der Berg ist, was ist dann die Insel? Dann haben wir keinen Canyon. Ja, und was ist, wenn das die Insel hier ist? Eine große Insel halt, weil die ist ja auch nicht vollständig angezeigt. Kann auch sein, dann müssen die blauen Männchen da wieder rüber. Okay. Also das Basislager zumindest. Die Frage ist nur wohin. Dann müssen wir nach Norden, wirklich hoch auf den Berg. Ja, aber es steht ja, war auf dem Fluss Peninsula. Ja, das heißt nicht Peninsula, sondern das ist eine Insel im Fluss. Das ist eine Flussinsel. Ach so. Ach Mensch. Konnte ich mit dem Kran quasi hochstellen. Ist denn hier was falsch, wenn ich das hier hinstelle? Aber dann könnte das mit dem Strand auch nochmal anders gemeint sein. Der Strand würde doch immer noch passen. Ja, ich wünschte, es ginge schneller. So. Aber da steht ja nur bewachten den Strand Nordosten und wenn das... Ja gut, dann passt das. Das bleibt ja derselbe Strand. So, die Base war auf dem Berg, also hier. Und 3 Platoons, also... Sind doch jetzt 3 Platoons, oder? Und ein Platoon war bei der Basis auf dem Berg. Oh, guck mal, wir können ja einen Hinweis kriegen, ne? Die Xe zeigen, wo es schon mal nicht hingehört. Okay. Muss man einfach mit vorschieben. Der hier scheint ja einigermaßen richtig zu sein. Die hier allerdings nicht. Würde es da nicht auch Sinn machen, wenn man hier den Strand bewacht?
ist ja auch alles... Hm. Der Hint ist echt kurz immer nur aufflackernd. Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt. So, die Basis. Dann haben wir die schon mal von da weg bewegt. Was soll denn das? Not in the river. Was ist, wenn die hier steht? Stehen die ja nicht im Fluss, ne? Nicht im Fluss stehend. So. Ne. Was ist der? Das wäre ja immer noch. So, habe ich jetzt hier irgendein X übersehen? Ich glaube nicht. Aber es sagt halt auch nicht jetzt dann. Hm. Zwei Patrouillen im weiten Westen. Also weiter westlicher kann man nicht gehen hier. Ohne dass die Kreuze sagen, YOLO. YOLO. Hm. Hm. Wenn es aber wirklich heißt, es war auf dem Fluss. Kann man eine Basis auf einem Fluss platzieren? Macht ja nicht so richtig Sinn, ne? Nicht wirklich. Aber es ist der einzige River, den wir hier haben. Ja, aber das steht da drin, auf der Flussinsel. Und die Flussinsel ist nicht der Fluss. Hm. Aber reagieren tut's halt auch nicht, ne? Hm. Ich glaube, wir werden dieses Puzzle erstmals nicht lösen. Ich meine, es ist ein nices Spiel. Ich bin mir sicher, vollendet wird das richtig gut. Da wird es richtig gut, das Spiel. Kann man sich richtig schön den Kopf einschlagen damit. Ja, ich denke, wir werden einfach mal in die nächste Demo übergehen. Was meinst du? Ist okay. Die sind ein bisschen zu doof hierfür. Sagst du es? Gerade sind wir zu doof dafür, ja. Vielleicht fehlt uns auch einfach nur der Kontext.